In diesem Video wollen wir aus mehreren Hoverboards 2 Longboards mit Allradantrieb bauen. Zeig mal, das war schon Werbung. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie viel das ist. Ein Hoverboard bekommt man leicht für wenig Geld und es sind sehr viele interessante Teile enthalten, wie 2 bürstenlose Motoren, ein Akku, auch wenn der meistens Schrott ist, und ein Motorcontroller. Diesen kann man leicht umprogrammieren, so dass er mit einem normalen Gashebel gesteuert werden kann. Es ist auch möglich, die maximale Drehzahl und die Stromstärke zu ändern. Wir hatten ziemlich viel Glück und konnten 6 Stück für 125 € kaufen. Wir fangen also an, die Hoverboards zu zerlegen und sammeln die brauchbaren Teile zusammen. Mein Freund nimmt ein Longboard-Deck, das er auf dem Sperrmüll gefunden hat. Ich benutze ein altes Skateboard, weil ich gerade nichts anderes da habe. Das würde ich aber niemandem empfehlen, da man beim Gasgeben keinen richtigen Halt hat. Und es sieht auch nicht besonders cool aus. Um die Motoren zu befestigen, benutzen wir 8x50 mm Flachstahl. Wir flexen die richtige Länge ab und entfernen den Rost. Wir benutzen die Originalmotorhalterungen aus den Hoverboards. Pro Board müssen wir 16 Löcher bohren, bevor wir das Gewinde schneiden können. Doch nicht mal das haben wir hinbekommen. Wir haben mit 7,5 mm gebohrt, obwohl man für ein M8 Gewinde eine 7,5 mm Bohrung braucht. Mein Freund schweißt die Löcher zu und sagte erst danach: Das Stahl, das ist sehr, sehr gut. Das ist fast wie gehärtet nach kalt sein. Ich hoffe, wir werden nicht nochmal so eine Dummheit machen. Merkt euch diesen Satz. Bevor wir alle Löcher wieder falsch bohren, üben wir auf einem Reststück. Gefilmt haben wir dann nicht, wie wir stundenlang 4 Löcher in geschweißtes Stahl bohren und dann noch Gewinde reinschneiden. Mach mal Platz. Unsere Viewer sehen nichts. Abonnenten, Menschen, Mitglieder, Computer, Menschen hinter dem Computer. Sieht sich jeder angesprochen. Ich schraube seit 2 Minuten an einer Schraube irgendwie. Ja, beeil dich. Hoffentlich wird es dann nicht so bemerkbar, dass es schief steht. Bestimmt. Oh nein. Die Halterung ist sehr stabil, wie unsere sehr professionellen Tests zeigen. Jetzt müssen wir das gleiche nur noch 7 Mal machen. Was könnte da noch schief gehen? Machst du da auf dem Tisch? Arbeite. Sehr produktiv. Stopp. Also, das ist ein M8 Gewindeschneider und wir haben vor, in diese Löcher ein M8 Gewinde zu schneiden. Aber irgendwie... Ich zeige, dass alle falsch sind. Ah! Oh, 2, die habe ich gebohrt. Stellen wir sie hier. Um das Problem zu lösen, verschieben wir die Halterung um ein paar Zentimeter nach innen. Wir müssen zwar alle Löcher neu bohren, aber es war die einfachste Lösung. Und diese Löcher in der Mitte, wofür sind die da? In der Mitte, ja, wir wollten den Rahmen leichter machen. Ach, deswegen. Oh, du hast recht. Hier flexen wir einen Schlitz rein, damit die Motoren beim Festschrauben gerade bleiben. Das haben wir dann überall gemacht. Auch hier. Ganz eindeutig 4 Stück. Ich schleife meine Skateboard-Achsen und schweiße sie einfach am Flachstahl an. Die Motoren schraube ich an unsere selbstgemachten Achsen und dann kann ich diese auf dem Board festschrauben.
Wir befestigen die Elektronik unter den Boards und verkabeln alles. Mein Gashebel ist ein Potentiometer in einem Alurohr. Mit dem Knopf kann man bremsen und der untere Potentiometer dient dazu, die Bremsstärke einzustellen. Den mache ich noch später fest. Der Gashebel wird am Board mit einem Stecker angeschlossen, der sich leicht lösen kann, wenn man vom Board springen muss. Wir wollen unbedingt eine Testfahrt machen, deswegen werden alle Kabel und die ganze Elektronik schnell mit Klebeband festgeklebt. Zu dieser Zeit war nur ein Controller programmiert. Zeig mal, das macht ein Wärmer. Oh, Scheiße. Wir versuchen, einen weiteren Controller zu programmieren. Der ging erstmal auf, doch beim Parallelschalten ist einer irgendwie verbrannt. Leider funktionieren die anderen auch nicht. Deswegen werdet ihr bei den Tests nur ein Board fahren sehen, das mit nur 2 Motoren angetrieben wird. Also dann, lass uns fahren gehen! Und dann kamen wir auf die gute Idee, uns zu zweit auf das Board zu setzen und damit zurückzufahren. Zu zweit ist schon lustig. Oh, jetzt können wir aufnehmen, wie wir sterben. Ein bisschen langsam bitte, bevor es funktioniert. Tatsächlich. Nein, andere. Also ich fand's gut. Ist nicht mal so hart, wie ich dachte. Wie nah es ist. Perfect. Wie ihr sehen konntet, reichen 2 Motoren vollkommen aus, um vom Board weggeschleudert zu werden. Daher braucht man nur einen Controller und die 2 anderen Räder laufen frei mit. Um Gewicht zu sparen, ist es aber möglich, den Stator der nicht angetriebenen Räder auszubauen. Wir haben es nicht gemacht, weil man sie nicht so leicht wieder zusammenbauen kann. Und ich habe damit noch was Cooles vor. Also wenn ihr das nicht verpassen möchtet, solltet ihr euch abonnieren. Das Board, mit dem wir gefahren sind, ist das von meinem Freund. Schaut unbedingt auf seinem Kanal vorbei, da gibt es richtig coole Videos. Es war sehr lustig und interessant, das zu bauen. Aber Longboardfahren ist nicht so meins. Meiner Meinung nach kann man mit diesen Dingern wirklich nicht gut lenken. Neue Position. Jetzt steht oben. Nee, das geht nicht, oder? Geht voll. Geht? Musst mich festhalten. Aber... Macht nicht so dumme Fehler, wie wir sie machen. Vergesst nicht zu liken. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.